We came a long way. Bis hierher haben wir schon einen langen Weg hinter uns gebracht und sind noch lange nicht da. 2022 sind wir mit unserem Van in das Panamericana-Abenteuer gestartet. Knapp 70.000 Kilometer liegen hinter uns und so langsam kehren wir Nordargentinien den Rücken zu. Ab jetzt geht es nur noch weiter Richtung Süden. Es liegt kein anderes Land mehr südlicher. Dennoch müssen wir erstmal warten, ob es für uns überhaupt weitergehen kann. Denn mal wieder läuft nicht alles nach Plan. Und da haben wir jetzt erfahren, dass die Straße gesperrt ist Richtung Chile hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Wenn ihr das riechen könntet. Ich habe mich gestern schon den ganzen Tag auf heute Morgen gefreut. Du hast gestern Abend noch einen Kaffee getrunken. Ja, ich muss den ja probieren, aber das hat die Vorfreude nur umso mehr. Na gut. Ich glaube, da müssen wir heute nochmal hin. Ich habe den diesmal malen lassen. Aber mir fehlt die Prozedur des Selbstmalens. Das fehlt mir auch. Vor allem, weil das Basti oft machen muss. Ja. Das kann man so schön aus dem Bett machen. Ja, das stimmt. Der ist so gut. Alles. Irgendwie bin ich trotz des warmen Wetters so komplett in Herbst, vorweihnachtliche Stimmung schon gekommen. Hast du das auch? Ja. Echt? Ja. Der hört mir überhaupt nicht zu. Doch, vorweihnachtliche Herbstliche Stimmung. Da wird gekriegt. Trotz des warmen Wetters aber. Ich habe eine Kerze gekauft und irgendwie habe ich voll Lust, das im Van gemütlich zu machen. Dabei fahren wir ja jetzt eigentlich eher in den Frühling, Sommer. Ja. Ich mache es mir herbstlich gemütlich hier im Frühling. Ja. Okay. Change of plans. Echt Überraschung. Wir bringen den Stuhl wieder zurück. Und warum? Weil der Preis, der ausgestellt war für den Stuhl, der war 37.000, ungefähr 30 Euro waren. Und auf dem Kassenbon steht jetzt aber 113.000, was ungefähr 100 Euro sind. Und das ist der nicht wert. das ist dieser Stuhl leider nicht wert. Also qualitativ nicht und überhaupt nicht. Also, ach so, für ein bisschen Kontext. Wir haben vorgestern einen Stuhl hier bei einer großen Supermarktkette gekauft. Tja, war wohl nix. Als wir den ausgepackt haben, mussten wir schon die einzelnen Fäden wegschneiden und der ist schon auseinandergebrochen, nur vorm Auspacken. Naja, ganz so schlimm war es nicht. Ja, schon. 30 Euro haben wir noch gesagt, ja, okay. Aber 100 Euro, Nee. da sitzt Svenny dann lieber wieder auf dem Boden, ne? Nein, wir finden noch einen günstigeren. Aber auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal zu einer kleinen Olivenfarm. Da soll es nämlich ein hervorragendes Mittagessen geben. Und danach fahren wir dann nochmal zu dem Shop und bringen es zurück. Pan y oliva de suelo. Hm? Mhm. Jetzt können wir nochmal einen Wein trinken. Man sieht es hier einfach so häufig brennen, dass es irgendwie schon so komplett normal ist für das Auge, das so zu sehen, dass irgendwo eine Rauchwolke hochsteigt. Und
manchmal fragt man sich auch schon gar nicht mehr, was da brennt, weil einfach immer irgendwo was verbrannt wird. Eigentlich komplett in Südamerika, ne? Egal wo man ist, aber hier jetzt in Nordargentinien ist uns das schon echt auffallend häufig oft aufgefallen. Tuch. Wir haben einen Weg reingefunden, haben auch einen Parkplatz gefunden. Wir wissen zwar nicht, ob es der richtige Parkplatz ist. Das ist im Schatten, das ist gut. Ja, es ist im Schatten, das ist schon mal gut, weil wir Peppi natürlich nicht mitnehmen können. Und jetzt müssen wir noch so einen Kilometer hier reinlaufen und hoffen, dass das richtig ist. Vielleicht werden wir auch gefahren, vielleicht nimmt uns der ja mit. Scheinbar ist es doch noch ein Stück. Aber wir wurden jetzt aufgegabelt und werden mitgenommen. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Clarita. Gracias, Clarita. Ein kleiner Gruß der Küche waren Olivenpaste und richtig viel leckeres Brot, was wir alle schon aufgegessen haben, weil wir nicht warten konnten. Sehr lecker alles. Wir sind ja heute statt auf einem Weingut auf einer Olivenfarm. Die Olivenfarm befindet sich aber hinter einem Weingut, mit dem die Olivenfarm natürlich zusammenarbeitet. Deswegen haben wir auch einen sehr guten Wein. Man konnte nur eine Flasche bestellen. Wir haben jetzt mal eine Flasche bestellt und den Rest, den wir nicht trinken, nehmen wir dann mit. Gar nicht. Ich finde schon mit was. Muss man noch ein bisschen warten, ne? Wird mal heiß sein. Was gibt's zur Hauptspeise? Zur Hauptspeise gibt es sensationell riechende Lasagne. Das riecht so gut. Und die teilen wir uns tatsächlich auch, weil es recht viel ist. Aber probiert haben wir noch nicht. Hm? Sagt nein. So gut. Boah, ist die lecker. Eigentlich sind wir auch nur hier, um neues Olivenöl auszusuchen.
Und hier stehen auch schon ganz viele in den Regalen. Wir hoffen, wir können nachher ein paar probieren. Das hier haben wir schon probiert, was sehr lecker ist, was hier auf dem Tisch steht. Hier gibt es Tiramisu zum Nachtisch. Es gibt wenig, was mich glücklicher macht als ein Tiramisu. Pan y Oliva, falls ihr nach Mendoza kommt. Definitiv ein Ziel, was auf die Karte sollte. Lasagne. So, ich gehe da mal rein und tausche den Stuhl um. Schade Schokolade. Das war das eine. So grießcremig. Müde. Das hat sehr problemlos geklappt. Einzige war, dass wir haben hier mit Karte bezahlt und dadurch, dass es eine internationale Karte ist, können sie es nicht auf die Karte zurücküberweisen. Also haben wir jetzt einfach Bargeld gekriegt, was perfekt ist. Weil eigentlich hätten wir auch noch Geld umtauschen müssen. Und der Kartenbezahlungsumtauschkurs ist jetzt nicht so schlecht. Man würde über Western Union eigentlich noch einen besseren Umtauschkurs bekommen, aber jetzt auch nicht so viel besser. Das ist vielleicht so Straßenpreis beim Geldwechseln in einer Wechselstube oder Ja, ja. Also 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich habe mir auch nochmal das Schild angeguckt, was ich gesehen habe, wo ich dachte, dass der viel günstigere Preis dran steht. Und ja, wenn man genauer hinguckt und es einmal richtig durchliest, dann kann man auf dem Schild erkennen, dass da steht 3 Quotas, also 3-mal Raten bezahlen. Und der Originalpreis steht unten ganz klein in der Ecke über dem Barcode. Und da habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Die Zahlen über dem Barcode sehen auch aus einfach wie ein Code oder so. Richtig gemein, richtig fies. Naja, Dafür haben wir jetzt Bargeld. dafür haben wir jetzt Bargeld. Und war auch gar kein Problem. Aber es ist schon immer sehr unangenehm. Also der Originalpreis war ja 113.000, also umgerechnet 100 Euro oder 105 Euro sogar für den Stuhl. Mhm. Und es war halt echt kein besonders hochwertig qualitativer gar Stuhl. Und jetzt, wenn man dann da so steht und die Frau einem das vorzählt, wie viel Geld das ist, und man kriegt ja immer nur Tausenderscheine und dann so eine Schlange hinter dir steht und du kriegst da diese... Aber für die ist es ja normal. Aber Ja. so gefühlt ist es irgendwie völlig unangenehm. Naja. So, das haben wir erledigt. Nach mehreren Tagen in den Weinregionen in Cafayate und Mendoza geht es für uns nun wieder in die Berge. Wir versuchen langsam zu machen, um uns wieder an die Höhe zu akklimatisieren. So machen wir Halt an diesem halb ausgetrockneten See auf 1500 Meter, wo uns ordentlich der Wind um die Nase bläst. Wir fahren direkt mal ohne
Frühstück und Kaffee. Achso, guten Morgen. Los. Einfach hier mal aus dem Sand raus und Staub raus und Wind raus und hoffen, dass wir irgendwo ein bisschen ein windgeschützteres Plätzchen finden und da dann unseren Kaffee trinken können. Weil mit jedem Mal Tür aufmachen kommt immer eine Schaufel Sandkasten hier rein. Ja. Hintergrund der Sturm. Gut, was ist los? Gut, was los. Aber gut, dass wir noch nicht gefrühstückt haben. Das machen wir jetzt nämlich erst. Und dann warten wir, bis die alle weg sind. Die Scheiben sind miteinander. Ja, die muss man ein bisschen auseinanderprügeln. Oh, ich habe den Kaffee noch gar nicht fertig gemacht. Nicht Zeit. Die Milch noch rum. Das hat sie ja nur auch nicht verdient. Die Milch? Das war Peps. Hat geschmeckt, ja? Nachdem sich der Trubel gelegt hat, ging es für uns hoch auf den Cerro Siete Colores. Durch unterschiedliche Mineralien haben die Hügel je nach Lichteinfall unterschiedliche Farben, ähnlich zu den Rainbow Mountains in Peru. Wir sind froh, die Möglichkeit zu haben, diese spektakuläre Landschaft und so einen wundervollen Ort alleine erleben zu dürfen. Abzuwarten, bis die Menschenmengen verschwunden sind, Orte zu finden, an die sich nur wenige Touristen verirren und unser kleines Zuhause mit Küche und warmem Bett immer dabei zu haben, das ist wohl der wahre Luxus an dieser Art zu reisen.
Wir sind jetzt mal noch in die andere Richtung gelaufen. Hier kann man noch so einen kleinen Hügel hochlaufen und dann hat man noch mal die perfekte Sicht auf den Berg, auf den bunten Berg. Aber auch hier sind vereinzelt überall kleinere bunte Berge und es zieht sich irgendwie so gefühlt genau hier entlang. Wir fragen uns, ob unter dem normalen Geröll es überall so bunt ist. Das sieht irgendwie fast so aus, ja. Ja. Wahnsinn, wie vielfältig die Landschaft hier in Argentinien ist. Ja. Das ist echt krass. Quasi die Rainbow Mountains in klein. Ja. Und so klein sind sie gar nicht. Ja. Nee, so klein sind sie echt gar nicht. Ist recht richtig schön. Ja, wenn man dann hier noch in die andere Richtung guckt, kannst du es gar nicht sehen, weil so viel Nebelschleier drüber hängt oder Wolkenschleier, kommen dann jetzt die riesigen Berge und es geht Richtung höchster Berg Südamerikas. Da sieht man jetzt schon die Schneegipfel, die ersten. Und in die Richtung geht es heute noch für uns. Schön war's, der kleine Ausflug. Tschüss, Fuchs. Tschüss, Fuchs. So, und weil wir ein bisschen gelaufen sind, ein bisschen gewandert sind, haben wir uns jetzt auch Törtchen verdient. Svenny hat ein nettes Café rausgesucht. Ein Schweizer Café hier in dem Ort. Ein Schweizer Café. Und da soll es nette Törtchen geben. Also gibt wohl Törtchen. Gibt's Carrot Cake? Ja. Carrot Cake. Kaffee, also Schokolade, Carrot Cake und ein Apple Pie. Ganz schön groß. Mhm. Irgendwie sahen die im Tresen Ja. kleiner aus als jetzt auf dem Teller. Ja. So ein richtiger Apfelkuchen. Richtig geiler Apfelkuchen. Geil. Geil. Ich weiß nicht, ob ich teilen muss. Und da musst du. Wollen wir uns hier hinstellen? Hier ist auch ziemlich windig. Ne, wir können hier an die Tankstelle stehen. Wow, das war's dann für heute, ne? War da gerade eben ein Stoppschild und wir dachten so, so richtig mit Schranke. Komisch, haben wir auch noch nie gesehen. Aber gut, vielleicht kontrollieren sie einfach. Und da haben wir jetzt erfahren, dass die Straße gesperrt ist Richtung Chile hier. Weil zu dolle Winde und also irgendwie das Wetter soll total verrückt sein da gerade aktuell. Also es ist ja hier schon immer ziemlich stürmisch. Und ja, Und wir wissen auch nicht, ob wir morgen da durchkommen. und wir müssen aber spätestens in 3 Tagen dahin. Also gut, dass wir jetzt noch so einen Puffer haben, Immerhin, ja. weil dann das Gesundheitszertifikat von Pepi ausläuft. Diese 60 Tage, die man hat, um zwischen Argentinien und Chile hin und her zu fahren. Da läuft das erste Gesundheitszertifikat ab bald. Und es wäre schon schön, wenn wir da vorher noch rüberkommen könnten. Ja, spart uns 100 € und viel Stress. Ja, vor allem müssen wir wieder nach Mendoza zurückfahren.
naja, denken wir nochmal nicht so weit. Wir stehen jetzt hier, also hier direkt, wo die Schranke ist auch eine Tankstelle. Hier haben sich auch schon echt ein paar Autos, Wohnmobile, LKWs versammelt. Wir haben uns auch gefragt, warum hier so viel los ist. Hier gibt es auch Duschen. Hier gibt es auch super viele Restaurants. Höchstens die Straße ist öfters gesperrt, wegen Wetterbedingungen. Und deshalb haben sie sich gedacht, bauen sie hier was Großes hin, dann kann man hier stehen und verweilen. Ich sag, die machen das zu, damit ab und zu die Restaurants mal ein bisschen mehr verdienen. Das glaube ich nicht. Naja, well. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn es weitergeht, weil hier passiert jetzt nicht mehr so viel. Nee. Wir nehmen jetzt einen Podcast auf. So, wir haben gerade nochmal mit den Nachbarn gesprochen. Die waren eben gerade nochmal vorne an der Schranke und haben mit den Polizisten da gesprochen und konnten in Erfahrung bringen, dass es auch auf jeden Fall morgen noch nicht weitergeht. Nee. Also die Straße wird erstmal noch nicht geöffnet. Für übermorgen konnten sie es allerdings noch nicht sagen. Da meinten sie, glaube ich, dass sie wahrscheinlich wieder frei sein wird. Fingers crossed, weil sonst wird es ganz schön knapp für uns und dem Gesundheitszertifikat für Peppi. Ja. Wir wollten ungern die ganzen Kilometer wieder zurückfahren. Ja, das wäre echt eine ganz, ganz schöne Strecke wieder zurück und teuer fürs Zertifikat. Ja. Also drücken wir mal die Daumen, dass es übermorgen weitergeht und wir dann trotzdem noch pünktlich nach Chile einreisen können. Mann, ey. Ach, das wird schon irgendwie werden. Wir bleiben jetzt mal hier eine Nacht stehen und gucken morgen weiter und beenden aber den Vlog für diese Woche. Freuen uns, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ja. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Like das Video. Genau. Oh Mann. Genau, dann verpasst ihr auch nicht, ob es nächste Woche weitergeht oder nicht. Wir wissen es auch noch nicht. Drücken die Daumen, Support-Herz in die Kommentare. Ja, und zwar ganz viele bunte Support-Herze für die Cores Siete Colores, für die bunten Berge. Okay. Einfach ganz viele bunte Herze. Ist das quasi das Emoji der Woche? Das ist quasi das Emoji Oder der Woche. ein Regenbogen. Oder ein Regenbogen. Ich wollte halt noch ein Emoji der Woche. So, und das war's dann für diese Woche. Haben wir irgendwas vergessen? Wollen wir noch irgendwas mitteilen? Nee, wir sehen uns nächste Woche. Danke. Ende.